Chris Taylors Meisterwerk Supreme Commander von 2007 gehört bis heute zum Besten im RTS-Massenschlachtenbereich und überzeugt nach wie vor mit toller Grafik und ansprechendem Gameplay, auch 16 Jahre nach seinem Release noch vollends. Allerdings nur noch über die durch die Community geschaffene Fluff-Lobby, die ebenfalls langsam in die Jahre kommt und sowieso nichts mehr mit dem damaligen Entwickler Gas-Powered Games zu tun hat, der kolossal mit dem direkten Nachfolger Supreme Commander 2 dank fragwürdiger Gameplay-Entscheidungen, Stichwort Streamlined, baden ging. Nachfolger im Geiste, wie zum Beispiel mit den kostenlosen Varianten Zero K oder dem aktuellen, aber noch unfertigen Bar Beyond All Reason, gibt es zur Genüge. Allerdings basieren diese nicht auf Supreme Commander, sondern auf dem ähnlichen Erstlingswerk Total Annihilation aus dem Jahr 1997. Und auch die Ex-Entwickler blieben nicht untätig und probierten es mit Planetary Annihilation durchaus erfolgreich erneut und haben jetzt vor kurzem auch dazu einen Nachfolger mit Industrial Annihilation angekündigt, der dem Mix zusätzlich Factorio-Elemente spendieren möchte. Aber einen richtigen Nachfolger für Supreme Commander an sich gab es dann doch bisher nicht. Diese Lücke könnte nun Sanctuary Shattered Sun füllen, welches das Supreme Commander Rezept auf eindrucksvolle Weise erweitern möchte. Sanctuary Shattered Sun spielt im Jahr 2758 auf der namensgebenden Sanctuary Megastruktur, die um die komplette Sonne gebaut wurde. Durch Kriege, Umweltverschmutzung und Überbevölkerung wurde die Erde nach und nach unbewohnbar, was die Menschheit in den Weltraum trieb. Mithilfe einer künstlichen Intelligenz wurde eine Dyson-Sphäre errichtet, die ihre Energie direkt aus der Sonne bezieht, die eben schon angesprochene Sanctuary, auf der das Spiel dann schlussendlich spielt. Doch es kommt, wie es kommen musste. Auch dieser neue Lebensraum, welcher zunächst als Paradies konzipiert war, wird durch aufkeimende Kriege um die Vorherrschaft erschüttert. So kämpfen fortan die Earth Defense Alliance, die am ehesten den UEF aus Supreme Commander ähneln, gegen die Chosen oder im Deutschen Auserwählten, die sicherlich ebenfalls nicht zufällig den Aeon ähnlich sind, gegen die Guard oder Wächter, also den Cypren, gegeneinander. Dabei sollen sich die Fraktionen sehr unterschiedlich spielen lassen und jeweils andere Schwerpunkte setzen. Die Guard zum Beispiel verfügen über eher leicht gepanzerte Einheiten, machen das dafür aber in schierer Masse wieder weg. Die Chosen setzen hingegen auf überlegene Technologie und starke Schilde, haben dadurch aber auch die teuersten Einheiten, wohingegen die Earth Defense Alliance Meister des Guerillakriegs geworden sind und daher auf Tarnkappentechnologie zurückgreifen können. Das Spiel wäre aber nicht wie Supreme Commander, wenn es nicht auf extreme Massenschlachten hinauslaufen würde, indem ihr, um die Übersicht zu behalten, wie gewohnt bis zur Kartengrenze komplett rauszoomen könnt. Bis zu 10.000 Einheiten soll jeder Spieler dabei aufs Feld führen können, welche wie gewohnt von einer Commander-Einheit befehligt werden, die sich ebenfalls wie gewohnt auch mit Updates verstärken lassen soll. Superwaffen sind aber nicht einfach Tech 4 Rieseneinheiten, die alles im Alleingang niedermetzeln, sondern spannendere Ideen wie die Wettermanipulation. So soll es zum Beispiel möglich sein, ein See oder ein Meer komplett einzufrieren, was zum einen die Schiffe darin bewegungsunfähig macht und zum anderen den Landeinheiten die Möglichkeit gibt, dieses zu überqueren und so dem Gegner in den Rücken zu fallen. Das soll so weit auf die Spitze getrieben werden, dass der Boden der Sphäre einstürzen kann und so eine ganze Basis Richtung Sonne fällt. Apropos einstürzen. Kaputtgeschossene Hochhäuser fallen korrekt berechnet um und reißen dabei alles darunter Befindliche mit sich und auch Brücken können zerstört und später wieder aufgebaut werden. Die Entwicklung läuft dabei bereits seit Ende 2020 und kann bereits einige Meilensteine vorweisen. In den kommenden Wochen soll dann eine Kickstarter-Kampagne die restliche Entwicklung sicherstellen, damit alle gesetzten Ziele umgesetzt werden können. Sollte dieser wider Erwarten fehlschlagen, wird das Spiel aber trotzdem erscheinen, dann allerdings etwas abgespeckter, unter anderem ohne Singleplayer-Komponente. Sanctuary ist nach einer längeren Beta-Phase im kommenden Jahr dann für 2025 geplant. Erscheinen soll das Spiel exklusiv für Windows PC und weil man das heutzutage extra betonen muss,
ohne Lootboxen und ohne Microtransactions.